Leute und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin's, eure Claudi von Soulart und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich möchte heute unbedingt noch einmal Ribbons mit euch machen. Wir arbeiten auf einer 60 x 30 großen Leinwand. Ich habe diese im Vorfeld schon grundiert und jetzt starten wir direkt rein ins Video. Meine Lieben, ich habe heute wirklich tolle Farben vorbereitet. Leider kann ich euch heute keine Artikel oder Farbennummer nennen, weil ich sie alle selbst zusammengemischt habe. An dieser Stelle möchte ich euch noch einmal Mut zur Farbe zusprechen. Wenn ihr einen gewissen Ton nicht zu Hause habt, ist es überhaupt kein Problem. Schnappt euch eine Farbpalette oder probiert euch aus. So kommen meistens die allerschönsten Töne raus. Okay, wie vorhin schon gesagt, möchte ich heute noch einmal Ribbon mit euch. Und in meinem Kopf habe ich so ein kleines Bild von Wald und Gestrüpp. Dementsprechend habe ich mir heute ein wunderschönes dunkles Grün abgemischt. Das ist ein Mix aus Saftgrün, Schwarz und Omberbraun. Das werde ich jetzt erst einmal großzügig auf meine Leinwand geben. Ihr könnt sehen, der Grünton ist schon sehr dunkel. Meine Farben sind heute ziemlich dick abgemischt, das könnt ihr hier gut erkennen. Ich habe sie gemixt im Verhältnis 1:2, ein Teil Acrylfarbe, 2 Teile Puring Medium, kein Wasser. Soweit, so gut. Ich werde nun unsere Basisfarbe ein bisschen ausdehnen. Es ist nicht wichtig, dass ich über die Ränder komme heute, weil es kommt jetzt gleich noch genug Farbe auf unsere Leinwand, um alles schön zu bedecken. Ihr könnt schon gut erkennen, dadurch, dass ich die verschiedenen Grüntöne gemixt habe, schaffen wir auch jetzt einen dimensionalen Hintergrund. Und das kann später dann richtig cool aussehen. Okay. Okay, meine Lieben, kommen wir zu unseren Ribbon-Farben. Ich habe vorbereitet ein Titanium Weiß, ein ganz schönes Hellgrün, das ist ein Mix aus Saftgrün, ganz viel Weiß und ein klein bisschen Goldocker. Dann habe ich hier ein wunderschönes Schokobraun, Omberbraun mit Weiß gemischt. Und hier habe ich noch ein Light Gold. Das sind unsere Farben, die wir für unseren Ribbon brauchen. Jetzt schnappen wir uns einen Becher und beginnen unsere Farben zu schichten. Ich werde im Wechsel immer eine dunklere und eine hellere Farbe benutzen und beginne mit Weiß. Gefolgt von Braun. Gefolgt von Hellgrün. Wenn ich einen Namen dafür finden müsste, würde ich sagen, es ist ein richtiges Froschgrün. Und Gold. Noch einmal Weiß. Braun. Unser Froschgrün. Und zu guter Letzt noch ein bisschen Gold. Okay, ihr könnt gut erkennen, unser Becher ist voll. Jetzt werde ich hier kurz meine Farben in Sicherheit bringen. Bevor wir mit dem Ribbon Pour beginnen, werde ich einmal noch mit dem Brenner über meine Leinwand gehen. Ich habe hier leider viele Luftbläschen in meiner Basisfarbe, das lässt sich aber mit Hitze gut beseitigen. Sehr gut. Soweit, so gut. Unsere Basis ist vorbereitet. Für all diejenigen, die noch nicht wissen, was ein Ribbon Pour ist, wir werden jetzt unseren geschichteten Becher in einer schleifenförmigen Bewegung auf unsere Leinwand kippen. Ich versuche es langsam zu machen, damit ihr das wirklich gut erkennen könnt. Und als kleinen Ratschlag kann ich euch auch geben, damit die Ribbons nicht zu dick werden, beginne ich immer außerhalb der Leinwand. Und ihr solltet auch darauf achten, dass ihr dickere und dünnere Linien macht. Also, ich starte.
Mhm. Das finde ich schon mal sehr spannend. Das Schöne an Ribbon Pur ist, dass ihr sofort einen 3D-Effekt erschafft. Auch hier leider viele Luftbläschen. Ich gehe noch einmal, bevor wir das Ganze ausdehnen, mit dem Brenner drüber. Ich habe noch ein bisschen Farbe übrig in meinem Becher. Wir werden das Ganze jetzt erst einmal ausdehnen und dann werde ich schauen, ob ich vielleicht die ein oder andere Schleife noch nachtragen möchte. Okay, ich schnapp mir Handschuhe und los geht's. Guckt mal, was für kleine Bubbles wir hier bekommen. Das schenkt euch Amsterdam Titanium Weiß. Ich finde es sehr schön. Also wollen wir das Ganze mal ausdehnen und gucken, was für einen coolen 3D-Effekt wir zusammen bekommen. Beim Ribbon Pur ist wirklich wichtig, dass ihr euch ein bisschen Zeit nehmt mit dem Dehnen. Ich möchte auch hier oben die Zellen möchte ich nicht verlieren. Okay. Ich finde, das macht schon mal einen sehr schönen ersten Eindruck. Jetzt möchte ich noch die mir übrig gebliebene Farbe aufbrauchen. Ich möchte nicht den ganzen Hintergrund wegcovern, aber noch ein paar kleine Feinheiten. Ja, okay. Ihr könnt sehen, mein Becher ist leer. Jetzt werde ich das Ganze noch vorsichtig ein bisschen dehnen, aber nicht mehr zu viel. Und ich versuche es auch wieder zurück in die Mitte zu kriegen. Das A und O bei dieser Technik ist, dass ihr euch wirklich im Vorfeld überlegt, wo eure Schleifen landen sollen, wie sehr ihr sie ausdehnen möchtet. Durch das Ausdehnen verlieren sie natürlich ein bisschen an Form, aber ich finde gerade, das ist das Spannende an dieser Technik. Einmal gehe ich noch mit dem Brenner drüber. Soweit, so gut. Ich bin zufrieden, meine Lieben. Kommt mal ein bisschen näher ran, dann zeige ich euch die Magie dieser Technik. Hier oben könnt ihr ganz gut erkennen, dass wir so einen kleinen 3D-Effekt geschaffen haben. Ich finde, die Farben gehen schön zusammen. Es ist sehr unkonventionell, aber gerade das finde ich schön. Was ich auch ganz schön finde, ist, dass wir dickere und dünnere Linien haben. Durch das Ausdehnen sieht es aus, als würden sie ineinander schlingen. Und das finde ich wirklich toll. Das ist schön abstrakt geworden. Und jetzt bist du dran. Hast du schon mal Ribbon Pur ausprobiert? Wenn ja, schreib es mir gerne unten rein und zeig mir mal ein Bild von deinen Schätzchen. Ich bin für heute zufrieden und wenn du es auch bist, vergiss bitte nicht mehr einen Daumen nach oben da zu lassen und wenn du nichts mehr verpassen möchtest, meinen Channel zu abonnieren. Ich danke dir wie immer ganz herzlich fürs Einschalten und ich freue mich aufs nächste Mal. Mach's gut!